Als konntest du es kaum erwarten, mich nicht mehr zu sehen. Und jetzt willst du hier eine Lehre machen? Mit uns hat das nichts zu tun. Hier ist der Ausbildungsvertrag. Aber es fehlt noch die Unterschrift des Geschäftsführers. Ansgar, bitte. Mit dieser Nina sah er richtig glücklich aus. Und du? Ich habe ein mieses Timing. Kannst du mir mal erklären, wie ich das alleine schaffen soll? Was willst du denn jetzt? Du wolltest einen fetten Job, um Bella wieder einstellen zu können. Und da ist er. Pass auf, ich helfe dir. Du hast doch abgelehnt. Ja, aber ich würde eine Ausnahme machen. Für dich. Unser Laden? Zieh mit dir nach Berlin. Nee. Mhm. Das heißt, du kommst wirklich mit nach Berlin? Das glaube ich nicht. Du musst mich kneifen. Ah, okay, jetzt glaube ich's. Das ist der absolute Wahnsinn. Unser gemeinsamer Laden in Berlin. Und das Gute ist, ein Schild habt ihr schon, jetzt müsst ihr nur noch die Regale einräumen. Ja, und das wird kein Problem sein. Ich habe schon so viele Ideen. Ich meine, deine Mode und meine Accessoires. Ich meine, auf den ersten Blick denkt man, das passt überhaupt nicht, aber auf den zweiten Blick ist das perfekt. Wie wir. Also, ich glaube, wir stoßen auf eure Zukunft an. Okay. Prost. Prost. Auf euch. Ich kann es immer nicht glauben. Heute soll es losgehen. Aber sag mal, dein Vertrag bei LCL? Die werden dich nicht so einfach gehen lassen. Also nicht von heute auf morgen. Ich regel das. Und du bist dir sicher, dass dein neuer Chef nicht sauer wird, wenn du mir hilfst? Ja, ist alles geklärt. Super. Weil Ansgar hat nämlich schon rumgenervt, dass sein Büro noch nicht fertig ist und meine Werkzeugkiste dann noch rumsteht. Du, wie gesagt, mein Angebot steht immer noch, wenn du bei mir einsteigen willst. Naja, sowas will gut überlegt sein. Ja. Ja, klar, versteh schon. Ein sicherer Job und so. Ich meine, immerhin habe ich ja auch die Bremse gezogen, wegen Abstand halten. Aber ich finde auch, wir arbeiten echt gut zusammen. Und ich denke, dass ich das jetzt hinkriegen werde, so kumpelmäßig. Wir müssen uns nur einen Firmennamen überlegen. Wie wär's denn mit die Schuftis? Oder, okay, das Hammer-Team. Mr. und Mrs. Hot. Den finde ich gut. Hi, Andi. Hey, Nina, was machst du denn hier? Ich hatte doch erzählt, dass ich manchmal als Model arbeite. Und jetzt bin ich von LCL für so eine Pelzgeschichte angefragt worden. Ja, und da du mir gesagt hast, dass du hier einen Job hast, dachte ich, ich überrasche dich. Freust du dich? Ich? Ja, klar. Du, das ist echt total süß von dir, Nina, aber das hier ist das Chefbüro. Und wenn Ansgar von Lahnstein hier reinkommt und jemanden sieht, der hier nicht hingehört, dann wird er ganz schön stinkig. Ach, dann sage ich einfach, ich habe mich verlaufen auf dem Weg zum Fitting. Hey, haben wir uns nicht auch schon mal getroffen im No Limits? Ja, ich bin Bella. Eine Kollegin vom Bau, sagte Andi neulich schon. Genau. Bella hilft mir hier. Alleine würde ich das gar nicht gestemmt kriegen. Ja, und wir müssen jetzt auch eine Menge Gas geben. Ja, dann halte ich euch mal nicht von der Arbeit ab. Das Fitting geht auch gleich los, aber ich hoffe, wir sehen uns später noch. Bestimmt. Bis nachher. Hey, deine neue Freundin ist Model. Berlin. Das kannst du direkt knicken. Dir ist klar, dass du bei LCL unter Vertrag stehst. Du hast für mindestens ein Jahr unterzeichnet, mit einer einseitigen Verlängerungsoption unsererseits. Und an diesen Vertrag wirst du dich halten. Moment. Ich kann aus dem Vertrag raus, wann ich will. Sofort von mir aus. Das habe ich mir da reinsetzen lassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ansgar sich auf sowas eingelassen hätte, aber wir lassen es prüfen. Natürlich hat er das. Der wollte mich ja haben. Ja, und die Zusammenarbeit, die hat auch bis jetzt doch wunderbar funktioniert. Ich meine, dank LCL spielt sie jetzt in der absoluten Oberklasse. Und das wird alles noch viel aufregender, wenn wir erst die Pelzkollektion auf den Markt bringen. Das wird sie doch nicht entgehen lassen. Ich glaube, ich gehe. Das kann ja wohl nicht wahr sein! Sag mal, wie kann man dermaßen grenzdebil sein, dem Typen so eine Ausstiegsklausel in den Vertrag zu schreiben? Wenn er sonst nicht unterschreibt, also fürchte ich, wir müssen ihn gehen lassen. Nein, verdammt! Weißt du eigentlich, was das für ein Imageverlust für LCL wäre? Ich will die Bude hier mit Gewinn verscherbeln. Alexa, wir schaffen das auch so.
Mein Vater erwartet, dass dieses Projekt ein Erfolg wird. Und dafür brauche ich Juri. Der bleibt, ob er will oder nicht. Ich verstehe das nicht. Aber das Geld für die erste Monatsrate wurde doch bezahlt. Ich kümmere mich darum. So schnell wie möglich. Wiederhin. Das Therapiezentrum wird meine Mutter heute nicht abholen. Weil sie nicht privat versichert ist, wollen die das Geld für die ersten 3 Monate im Voraus. Bis dahin werden die meine Mutter nicht aufnehmen? Das können die doch nicht machen. Ich fürchte doch. Sie hatten doch diesen anonymen Wohltäter. Das habe ich rückgängig machen lassen. Weil ich geglaubt habe, dass ich das mit dem Geld selbst schaffe. Es gibt auch andere gute Einrichtungen, die von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt werden. Aber da bekommt meine Mutter doch nicht die Alternativtherapie, die sie mir selbst empfohlen haben. Das stimmt. Das mit dem Geld ist allerdings ein Problem. Ich kümmere mich drum. Die kriegen ihr Geld. Aber könnte meine Mutter vielleicht noch eine Nacht hier bleiben? Normalerweise würde ich liebend gerne Ja sagen, aber wir sind akut leider überbelegt. Ich kann allerdings gerne in anderen Krankenhäusern nachfragen lassen, wenn Sie das möchten. Danke. Aber ich möchte nicht, dass meine Mutter was von meinen finanziellen Schwierigkeiten mitbekommt. Das würde sie doch nur belasten. Ja, ich hoffe, Sie finden eine Lösung. Ich helfe Ihnen wirklich gerne. Wenn Sie ein Problem haben, rufen Sie mich jederzeit an. Aber ich muss jetzt wirklich dringend in den OP. Eva, ich dachte, der Fahrer holt mich ab. Das ist aber lieb, dass du extra selbst kommst. Mama, gut siehst du aus. Ich würde vorschlagen, wir nehmen die fertigen Entwürfe in eine Box und die angefangenen Skizzen in eine andere. Ach, Unsinn. Weg damit. Was? Nee, Juri, was machst du? Du kannst doch nicht einfach alles wegschmeißen. Warum nicht? Du bist meine Inspiration, Baby. Okay, also dann brauchst du mich nicht. Dann will ich jetzt nach Hause gehen und dort weitermachen, denn wenn wir heute noch los wollen, dann müssen wir uns beeilen. Bis später. Nicole, bringst du das bitte in den Müll? Danke. Halt, stopp, hier wird gar nichts weggeschmissen. Das ist alles geistiges Eigentum von LCL. Bitte. Meine Ideen sind sowieso besser. Wunderbar. Die gehören nämlich auch alle LCL. Was wollt ihr von mir? Ich habe gekündigt. Es ist sehr schön, dass Sie gekündigt haben, aber Ihren Vertrag hätten Sie mal ein bisschen sorgfältiger lesen sollen. Ansgar hat sich abgesichert. Was? Hier steht: Wenn Sie von Ihrer vorzeitigen Ausstiegsoption Gebrauch machen, dann können Sie zwar gehen, aber alle Rechte an der Marke Juri Adam sowie der Markenname selbst bleiben für weitere 5 Jahre im Besitz von LCL. Das heißt, alles, wo Juri Adam draufsteht, gehört uns. Also würde ich mir noch mal gut überlegen, ob du deinen Vertrag nicht vielleicht doch erfüllen willst. Wenn du jetzt gehst, bist du ein Niemand. Das ist also das berühmte LCL. Ich bin beeindruckt. Und jetzt darf ich mir sogar alles selbst ansehen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu anstrengend für dich. Aber nein, im Gegenteil, das ist mal eine schöne Abwechslung. Ja, genau. Hallo, Frau Baumann. Ich bin Marlene. Hallo. Eva und ich, wir beide sind Kolleginnen. Herzlich willkommen hier bei LCL. Wollen Sie sich vielleicht Evas Arbeitsplatz angucken? Ja? Ja? Du weißt ja, dass sich Familienangehörige im Showroom leider nicht aufhalten dürfen. Eva, gut, dass du wieder da bist. Das Fitting fängt gleich an. Kommst du? Ich komme gleich. Kann meine Mutter vielleicht hier im Fundus warten? In der Nähabteilung, da ist es so heiß und die Bügeleisen und... Oh, jetzt gibt es also doch Schwierigkeiten wegen mir. Das kommt natürlich gar nicht in Frage, dass du deine Mutter in die Kleiderkammer abschiebst. Frau Baumann ist mein Gast. Sorg doch bitte dafür, dass ihr nichts fehlt, ja? Ich will keine Extrawürste. Um dich geht's auch nicht. Frau Baumann, Sie sehen fantastisch aus. Ich hoffe, es geht Ihnen auch entsprechend. Graf Lahnstein, ja, danke. Die Ärzte im St. Vinzenz haben mich wieder runtererneuert. Aber ich will Ihnen keine Umstände machen. Das tun Sie auch nicht. Normalerweise ist es ja meine Aufgabe, hier allen Umstände zu machen. Stimmt. Wobei, in diesem Fall ist es mir natürlich ein großes Vergnügen, Ihnen Gesellschaft zu leisten. Schön, dann ist ja alles geklärt. Ich habe nämlich noch einen Termin. Frau Baumann, ich hoffe, wir sehen uns noch. Ansonsten gute Besserung. Danke. Was für ein reizender Mann. Wo kann ich mit anfangen?
Vielleicht versuchst du mal, dieses Ungetüm zuzukriegen. Und ich kümmere mich in der Zwischenzeit um das kleine Ungetüm. Ah, nee, ihr Frauen, ihr seid alle gleich. Das ist physikalisch unmöglich, den zuzukriegen. Echt jetzt? Mhm. Und wenn ich mich draufsetze? Na gut. Auf 3. Ja. Also dann. 1, 2, 3. Dann kann jetzt ja nichts mehr passieren. Noch fest der Reißverschluss nicht zu. Hallo. Diese undankbaren Arschlöcher. Was ist denn los? Da. Was soll denn das heißen? Du gehst alleine nach Berlin. Und mit Andi und dir? Läuft das gut? Was meinst du? Na, eure gemeinsame Firma. Ach so, nein, das ist ja Andis Firma. Ich helfe ihm gerade nur ein bisschen aus in meinem Urlaub. Ach so, ich dachte, ihr wärt Partner. Aber so oder so, Andi hat echt Glück mit dir. Wie meinst du das? Na, du bist echt ein Kumpel. Opferst deinen Urlaub, um Andi zu helfen. Ja, das ist kein Ding. Sag mal, Bella, kann ich dich kurz mal was fragen? Hat Andi schon mal mit dir über mich gesprochen? Ja, er hat gesagt, dass da was läuft zwischen euch, aber eigentlich reden wir nicht über so einen Beziehungskram. Das ist im Grunde genau das, was ich gerne wissen würde. Also ob Andi sich vorstellen könnte, dass das mal sowas wie eine Beziehung mit mir wird. Zurzeit laufe ich wohl noch unter Affäre und das ist auch okay, aber ich hätte nichts dagegen, wenn er mehr draus wird. Andererseits will ich mich natürlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn du verstehst, was ich meine. So, ein XXL-Burrito für harte Arbeiter. Super, die Firma dankt. Ich habe echt mega Kohldampf. Und ohne Bella könnte ich noch nicht mal Pause machen. Ist ja mächtig nett von ihr. Mhm. Und? Wie läuft's? Ja, wir kommen super voran. Also natürlich können wir tagsüber nicht ganz so arbeiten, dass die Leute kein fließend Wasser mehr haben. Aber die Hauptrohre haben wir geschafft. Als nächstes kommen die Abdichtungen. Hey, stopp, Fritte. Ich wollte nicht wissen, wie dein Job abläuft und eine Anleitung dafür haben. Ich wollte wissen, was zwischen dir und Bella ist. Wie soll es denn da schon aussehen? Wir arbeiten gut zusammen, aber alles andere hat sie mir mehr als deutlich klar gemacht. Ja, aber das war noch zu Zeiten, als sie mit Tristan zusammen war. Aber jetzt? Ich bin doch jetzt auch woanders am Start. Guck mal, Nina ist echt der Hammer. Und vor allem ist sie unkompliziert. Soweit ich weiß, gab es da schon einige längere Beziehungen bei Andi. Ich glaube, ich bin da einfach nicht so die richtige Adresse. Sorry, ich wollte dir kein Loch in den Bauch fragen. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass Andi nicht grundsätzlich dicht macht, wenn es um Beziehungen geht. Ich will mich ja nicht komplett zur Witzfigur machen. Wieso? Ein Kommilitone von mir wollte mit seiner Freundin ein Wochenende nach Barcelona. Und jetzt ist dem was dazwischen gekommen. Und er hat mich gefragt, ob ich den Flug und das Hotel übernehmen möchte. Ja, und da wollte ich Andi fragen. Ja. Ich meine, so ein romantischer Trip kann ja ein Schritt in Richtung Beziehung sein. Aber kann natürlich auch sein, dass Andi das total daneben findet. Und ich dachte, weil ihr Freunde seid, sagt ihr vielleicht dein Bauchgefühl, wie er reagiert. Mein Bauchgefühl sollten wir da lieber rauslassen. Aber ich kann ja mal unauffällig nachfragen. Ja, das wäre echt lieb von dir. Ja. Entschuldige bitte, ich habe keinen Gramm zugenommen. Nimm das Maßband mit. Das war ein Scherz. Fels kann ja auch ein bisschen legerer sitzen. Oh, Entschuldigung. Ja? Verstehe. Ja, einen Moment bitte. Könnt ihr vielleicht 5 Minuten ohne mich weitermachen? Am besten, wir nehmen alle Maße nochmal, ja? Sicher ist sicher. Keine Sorge, das machen wir immer so. Ein Zahlendreher bei diesem Material kann ganz schön teuer werden. Bis gleich. Bis gleich. Ja? Sag mal, ich müsste auch ganz dringend einen Anruf erledigen. Es dauert auch nicht lang. Ich kann das auch gern vergleichen. Ja? Wenn Sie dann noch mal messen. Das wäre zu nett. Ja. Ich bin sofort wieder da, ja?
Hallo? Hallo, hier ist Eva. Also Jasmina. Jetzt verblüffen Sie mich und sagen Sie mir, dass Sie ausnahmsweise nicht anrufen, weil Sie schon wieder einen Vorschuss brauchen. Doch leider. Wirklich nur noch dieses eine Mal. Es ist ein Notfall. Sagen Sie das nicht jedes Mal? Und ich habe doch auch immer das Geld abgearbeitet, so schnell es geht. Über welche Summe reden wir dieses Mal? 3.000 Euro. Es ist für das Therapiezentrum meiner Mutter. Sonst nehmen Sie sie dort nicht auf. Sie haben Glück. Gigi hat sich gerade krank gemeldet. Sie sollte in einer halben Stunde als Tischbegleitung im Schneider sein. Sie können den Job übernehmen. Jetzt? Aber ich kann doch nicht einfach von der Arbeit weg. Und ich bin nicht die Heilsarmee. Wenn Sie den Vorschuss wollen, fahren Sie jetzt ins Schneiders. Sonst müssen wir nicht länger diskutieren. Also gut, ich mach's. Ich muss kurz weg. Ein Notfall. Ganz schön dreist. Selbst für das Liebchen vom Chef. Hier, also, sollte der Arbeitnehmer, das bist du, innerhalb der Sperrfrist widerrechtlich Gebrauch von dem mit Vertragsunterzeichnung übertragenen Markennamen machen, fällt eine pauschale Konventionalstrafe in Höhe von 1 Million Euro an? Allem, was ich für die gemacht habe, wollen Sie mir meinen Namen nehmen, diese Schweine! Juri, hast du deinem Anwalt diesen Vertrag einmal gezeigt? Was für ein Anwalt? Ja, klar, verstehe ich. Und das Kleingedruckte magst du auch nicht. Aber was ist denn jetzt? Bleib hier mir. Aber die sollen nicht denken, dass ich denen ein brauchbares Stück designen werde. Nicht eins. Aber was willst du machen? Was ich machen will? Ich werde den Hosen designen, wo das Arschloch offen ist, damit sie endlich mal sehen, wer sie sind. Ich werde den Tausendfüßler-Kostüme designen. Das werde ich machen. Ja, das Problem ist, wenn du das machst, dann wird das bestimmt ein Trend. Ich schwöre dir, die werden froh sein, wenn ich hier weggehe. Das schwöre ich dir. Ja, das Problem ist nur, aus unserem schönen Plan, das wird nichts. Gemeinsam durchstarten in Berlin? Martha. Hey. Komm. Wir schaffen das. Natürlich kann ich noch länger auf deine Mutter aufpassen, aber habe ich das richtig verstanden? Du willst jetzt zu einem Job als Escort-Lady? Was soll ich denn machen? Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich so schnell an Geld kommen kann. Hör mal, ich weiß, es ist eigentlich nicht möglich, hier während der Arbeitszeit abzuhauen. Aber ich sehe einfach zu, dass ich es so schnell wie möglich hinter mich bringe. Ich weiß halt einfach nicht, ob ich so lange geheim halten kann. Natürlich werde ich niemandem sagen, was du machst, aber wenn Rebecca mich fragt, dann... Ich kann sie halt auch nicht anlügen. Ich weiß. Ich bleib so vage wie möglich, ja? Irgendein akuter Notfall in einem Therapiezentrum, aber mach schnell. Danke. Mama? Du, ich muss mal kurz los, ja? Marlene kümmert sich so lange um dich. Und danach fahre ich dich ins Therapiezentrum, ja? Kind, ich kann mir doch auch ein Taxi nehmen. Du hast dir schon so viele Umstände gemacht. Ach, Quatsch. Jetzt hat sich ihre Tochter schon so drauf gefreut, mit ihm zusammen dahin zu fahren. Ich bin gleich wieder da, Mama. Sag mal, apropos Model, diese Nina, hat Anni mal was erwähnt in der WG? Also, ob das was Ernstes ist? Ist da jemand eifersüchtig? Quatsch. Nein, Nina hat mich gerade gefragt. Ich glaube, die hat sich in Andi verliebt und möchte jetzt wissen, ob sie nicht auch den nächsten Schritt Richtung Beziehung gehen kann. Das wirst jetzt ausgerechnet du für sie rausfinden. Ja, Nina ist doch nett. Komm, ich habe Andi so lange mit dieser Lass uns gute Freunde sein Nummer gefoltert, als ich noch mit Tristan zusammen war. Hey. Hey. Bist du schon mit dem Fitting durch? Nee, aber die Schneiderin musste irgendwie weg und die andere ist bei ihrer Kollegin. Welche andere meinst du? Eva, die die Maße notiert hat? Warum ist sie einfach gegangen? Das ist ja komisch. Keine Ahnung, soll ich mit rein? Hast du ein Handy? Dann rufe ich einfach kurz durch, wenn es weitergeht, ja? Danke dir. Bis gleich. Bis gleich. Ich meine, verstehst du, wenn Andi jetzt wirklich glücklich ist, dann komme ich da nicht an und mache ihm Liebesgeständnis. Und für mich klang das mit dieser Nina echt so, als wäre das eine große Nummer. Ja, vielleicht behauptet er das aber auch nur.
Bei dem alten Macho ist es doch bestimmt total peinlich, dass er dich nicht aus dem Kopf kriegt. Meinst du? Das könnte zumindest sein. Und so wie deine Augen gerade geleuchtet haben, da solltest du lieber mal checken, ob das mit Andi und dir nicht vielleicht doch was wird. Anstatt dir mit dieser Nina zu verkuppeln. Olli, es geht hier nicht um mich, es geht um Andi. Kapierst du das? Und wenn er glücklich ist, bin ich echt die Letzte, die ihm das kaputt macht. Du bist echt ein feiner Kerl, aber sowas von bescheuert. Ich verstehe immer noch nicht, wie die dich mit so einem billigen Trick hier behalten kann. Ich kann ja gehen. Den Namen muss ich hier lassen. Als was willst du gehen? Als Angela Merkel? Nein, als Juri Adam kann ich gehen. Ich kann nur unter meinem Namen nicht arbeiten. Niemeczka, Faschistischka, Swin. Ich meine, die nehmen dir deinen Namen weg. Ein Mann. Du weißt, das ist das Persönlichste überhaupt. Den hast du von deiner Mama bekommen. Korolok. Alles klar? Vukovic, du siehst zwar nicht sehr intelligent aus, aber du bist ein Genie. Ja, mach weiter auf mich. Ich habe mich vorhin ja noch ein bisschen mit dieser Nina unterhalten. Das ist echt nett. Ja, finde ich auch. Na, sieht ja so aus, als könnte das was Ernstes mit euch werden. Warum fragst denn du? Hast du irgendwelche Einwände? Quatsch, nein. Ich freue mich für euch. Ich meine, hey, sie ist wirklich super hübsch, Model und so. Genau. Geht auch mächtig was auf dem Kasten. Ist nicht so ein hohler Kleiderhänger. Die Ja, sie studiert, ich weiß. Das hast du schon erzählt, Grafikdesign. Echt spannend. Also, ich wünsche euch wirklich viel Glück. Das passt ganz großartig. Du weißt also auch nicht, wo Eva steckt. Sie hatte es wahnsinnig eilig, also muss es wirklich wichtig gewesen sein. Aber sie hat mir versichert, dass sie bald wieder da ist. Na toll, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass sie einfach verschwindet. Also dafür, dass es ihr größter Traum ist, hier eine Ausbildung zu machen, finde ich das eine ganz schön lasche Arbeitsmoral. Jetzt gib ihr doch wenigstens die Chance, alles zu erklären. Okay, da muss sie mir aber einen verdammt guten Grund nennen. Meine Geduld ist bald am Ende. Frau Berg will wissen, ob die neuen Label für ihre Pelzkollektion schon geliefert wurden. Ich sehe gleich nach, ja? Das war doch eben Evas Chefin, oder? Sie will meine Tochter doch nicht wirklich kündigen. Keine Angst, Frau Baumann, so schnell wird hier keiner gekündigt. Rebecca war nicht erfreut, aber schlimmstenfalls bekommt Eva eine Abmahnung. Na, hoffentlich. Kostümbildnerin zu werden, das war schon immer Evas Traum. Und diese Ausbildung hier ist endlich der erste Schritt in die Richtung. Eva hat ja all die Jahre so viel für mich aufgegeben, um mich zu pflegen. Und hart gearbeitet für unseren Lebensunterhalt hat sie auch noch. Hart? Na, ich weiß nicht. Im Gegensatz zu Eva verdienen die wenigsten von uns ihr Geld im Bett. Entschuldigen Sie, ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ich meinte nur, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Selbst wenn Eva hier fliegt, hat sie immer noch ihre lukrative Nebenbeschäftigung. Was denn für eine Nebenbeschäftigung? Noch ein Wort und du kannst dir gleich einen neuen Job suchen. Hier sind die Label für Alexa. Keine Sorge, Frau Baumann. Nicole hatte irgendwas total durcheinander gebracht. Das ist bloß ein Missverständnis und an ihrer Stelle würde ich mir da gar keine Gedanken dazu machen, ja? Sogar einen Preis für Nachwuchsdesign haben wir gewonnen. Wir sind schon ein echt gutes Team. Nur, dass wir jetzt ohne Juri nach Berlin müssen, das finde ich nicht so toll. Alles klar? Kuruluk. Karajok. So hat mich meine Mutter immer genannt. Das heißt kleiner König. Echt jetzt? Ach, das ist ja süß. Da siehst du wirklich aus wie ein kleiner König, ganz stolz. Ein kleiner König, der sein eigenes Reich hat, seine eigenen Regeln. So warst du früher schon. Und so bist du heute noch. Ich habe das noch nie jemandem erzählt.
verstehe ich. Der Name erinnert dich an deine Mutter und auch daran, wie sie gestorben ist. Wie deine Mutter dich genannt hat. Das ist das Persönlichste, was du haben kannst. Und weißt du, wer das gesagt hat? Dalai Lama? Nein, unser Kroate. Sascha. Aber ich verstehe nicht, was du damit meinst. Juri Adam. Das ist Geschichte. Ab heute bin ich wieder Chorolog. Was hat das mit LCL zu tun? Ja, LCL, diese Leute, die können ja meinen Namen haben, aber für die arbeite ich nicht mehr. Okay, das wird vielleicht am Anfang ein bisschen schwer, aber ich habe das schon mal geschafft. Die Leute sehen mich. Ich fange neu an. Wir beide fangen neu an. In Berlin. So war ich Chorolog heiße. Das ist genial! Du hast Andi auf den Zahn gefühlt? Ja. Es sieht so aus, dass er es ernst mit ihr meint. Jetzt weiß ich wenigstens, wie sich Andi gefühlt hat, als ich noch mit Tristan zusammen war. Bist du sicher, dass er sich nicht nur mit dir ablenken will? Bella, Andi war so lange in dich verliebt, das geht doch nicht von jetzt auf gleich weg. Sag du ihm wenigstens, was du empfindest, dann wirst du ja sehen, wie Andi reagiert. Ich soll dir von Rebecca sagen, du bist jetzt dran. Danke. Denk mal drüber nach. Ist alles okay? Du guckst so traurig. Ja, ist klar. Ich bin nur platt. Ich will dich nicht nerven, aber du hast nicht zufällig mit Andi gesprochen? Doch. Und ich würde mal sagen, viel Spaß in Barcelona. Du meinst, er freut sich, wenn ich ihn frage? Das sieht ganz danach aus, ja. Wow. Danke, dass du für mich vorgefühlt hast. Du hast echt ein Gut bei mir. Ich war ja auch neugierig. Tja, Bella und ich, das wäre schön. Bella? Hallo? Nichts gegen Bella, aber sind das etwa die Hände einer Tischlerin? Hey, na, Nina, alles klar. Oh, hey, warte, ich bin kitzelig. Warst du das? Mr. und Mrs. Hot mit Herzchen? An wen hast du denn da gedacht? Naja, wer ist denn hier hot? Musst du noch arbeiten oder können wir irgendwohin verschwinden, wo kein Chef reinkommen kann? Ich habe eine ganz besondere Überraschung für dich. Echt super, ich liebe Überraschungen. Dann nichts wie los. Ich hoffe, alles wird zu Ihrer Zufriedenheit und Sie werden Gigi nicht allzu sehr vermissen. Bislang kann ich mich nicht beschweren. Entschuldigung, bringen Sie uns die Dessertkarte? Selbstverständlich. Sie entschuldigen mich kurz. Marlene, hier ist Eva. Entschuldige, dass ich mich nicht schon gemeldet habe. Wie geht's meiner Mutter? Ja, ihr geht's soweit gut. Aber wo bleibst du denn? Rebecca wird langsam echt sauer und deine Mutter fängt auch an, sich Sorgen zu machen. Ich beeil mich. Versprochen. Entschuldigen Sie. Hat mein Bekannter hier noch was bestellt? Creme Catalane für 2 und eine Flasche Champagner. Es ist das bevorzugte Dessert des Herrn, bevor er später ein Taxi ins Hotel bestellt. Danke. Gerne. Ein Mantel, bitte. Ja. Ich kann leider nicht bleiben. Bitte? Es tut mir leid. Ach, Papa, jetzt sei doch nicht immer so misstrauisch. Natürlich habe ich Juri Adam wieder eingenordet. Ja. Kannst dich darauf verlassen, dass der seinen Vertrag erfüllen wird. Ah, da kommt er gerade mit seinem kleinen Pfannkuchen im Schlepptau. Ich muss Schluss machen und genießen, wie er zu Kreuze kriecht. Ja, mache ich. Ciao, Daddy. Schön, dass du zur Vernunft gekommen bist. Dann will ich mal nicht so nachtragend sein. Bist du sicher?
Ja, klar. Einladung zur Housewarming-Party. Good Girls, Bad Boys. Oh. Powered by Corolog. Was soll das sein? Das wird unser neuer Laden in Berlin. Du meinst, das wäre er gewesen. Es tut mir ja furchtbar leid, dass du deine kleine Boutique jetzt alleine stemmen musst. Oh, muss ich gar nicht. Nein? Hast du schon Ersatz für Juri gefunden, diesen Corolog? Mensch, das würde man dir gar nicht zutrauen, wenn man dich so anguckt. Also, Juri Adam könnt ihr behalten. Da wird nichts mehr für euch designen. Und Corolog, so nenne ich mich ab jetzt. Und so gehe ich nach Berlin. Das wird euch noch leid tun. Hat eine Weile gedauert, aber... Hier. Die letzte Rate. Ich wusste, dass du mir irgendwann das Geld zurückzahlen musst. Wenn du mir damals das Geld nicht gegeben hättest... Du bist ein wundervoller Mensch. Du bist mein Bester. Die anderen kommen noch. Ich wollte mich kurz allein von dir verabschieden. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wie das werden soll hier ohne dich. Gott, frag mich mal. Ich meine, bei wem soll ich denn jetzt nachts klopfen, wenn ich Liebeskummer habe? Ne? Das ist von jetzt an Geschichte. Das hoffe ich zumindest für Juri und für seinen Zahnarzt. Aber wir sind mehr als Freunde, ja? Du gehörst zum Rudel. Du, geh schon mal ohne mich vor, ja? Ich komm gleich nach. Okay. Ich dachte, ich klingel euch die Meute zusammen, bevor ihr einen serbischen Abgang macht. Oh Mann, ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass ich euch Juri wegnehme. Du rufst an, ja? Ja, mach ich. Wenn er glaubt, so kommt er davon, dann hat er sich aber gewaltig getäuscht. Sie ist sportlich. Ansgar hat versucht, ihn auszutricksen und es hat mal wieder nicht funktioniert. Hallo? Ich bin nicht hier, um Punkte für die B-Note zu verteilen. Ich will Gewinn aus der Klitsche schlagen. Aber ohne Juri fällt der Nummer erheblich kleiner aus. Ach, Scheiße. Wie soll ich das meinem Vater erklären? Jetzt entspann dich. Ihnen vielen Dank. Abgerechnet wird immer noch am Ende. Ach, die Klappe. Ich habe zwar nicht gewusst, dass was dazwischen gekommen ist, aber wenigstens ist alles geklärt. Ja. Du kommst uns auf jeden Fall besuchen, ja? Darauf kannst du einlassen. Alles Gute. Und keine schlechte Idee, das mit dem neuen Namen. Ich muss trotzdem probieren. Es gibt keine Möglichkeit, sie zum Bleiben zu bewegen. Schade. Ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage. Am Anfang bist du mir ganz schön auf die Nerven gegangen. Mach's gut. Okay. Du auch. Tschüss, Rebecca. Tschüss, Martha. Alles Liebe. Alles Gute. Ja, dir auch. Soll ich dich tragen, oder? Nee, ich glaube, diesmal kann ich alleine laufen. Ich weiß doch noch gar nicht, ob das was wird mit den beiden.
Vielleicht streiten die sich in Barcelona ja die ganze Zeit. Oder Andi ist allergisch auf ihren Lippenstift. Jetzt sag bloß, dir ist es peinlich bei deiner Kollegin, dass wir knutschen. Nein, Quatsch, aber hier sind ja auch noch andere. Am besten, wir gehen zu dir. Warte mal. Ich habe vorhin beim Fitting mitbekommen, wo das Stofflager ist. Das ist jetzt bestimmt kein Mensch mehr. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber andererseits, warum eigentlich nicht? Allergisch auf ihren Lippenstift, ja? Ja? Was war nochmal die Überraschung? Vielleicht sollten wir das Spiel auf eine neue Ebene bringen. Räumlich und auch sonst so. Du meinst Sex an aufregenden Orten? Woher weißt du das? Was denn? Von der Reise. Jetzt habe ich mir die Überraschung selbst vermasselt. Ich habe uns ein Wochenende klargemacht. In Barcelona. Nur wir beide, in einem total süßen Hotel. Was sollen wir denn bitte in Spanien? Naja, Zeit miteinander verbringen und uns besser kennenlernen. Und Barcelona ist auch total romantisch. Romantisch? Ja. Ich meine, wir hatten ja echt viel Spaß miteinander, aber das heißt ja nicht, dass da nicht mehr draus werden kann. Mehr? Ja, sowas wie eine Beziehung. Eine Beziehung? Hey, das ging ja richtig schnell. Ich habe den Job sausen lassen. Wahrscheinlich feuert mich meine Agentur jetzt endgültig, aber ich kann ja meine schwerkranke Mutter nicht die ganze Zeit da sitzen lassen. Hör mal, Eva. Ich denke, es wird das Beste, wenn du deiner Mutter die Wahrheit sagst. Dass ich als Callgirl arbeite. Ich wollte dir das am Telefon nicht sagen, aber Nicole hat vorhin so eine doofe Bemerkung gemacht. Kind, da bist du ja endlich. Mama, entschuldige bitte, dass ich dich so lange warten lassen habe, aber ich musste noch ganz dringend was für meine Chefin erledigen. Das stimmt nicht. Deine Chefin hatte keine Ahnung, wo du bist. Das habe ich selbst gehört. Mama, ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt. Aber ich wollte dich nicht beunruhigen. Es gibt Probleme mit dem Therapiezentrum. Die wollen dich nicht aufnehmen, weil ich ihnen noch eine Vorauszahlung schulde. Ich habe noch versucht, das Geld zu besorgen, aber ich habe es nicht geschafft. Und das ist so viel Geld? Wo wolltest du das denn so schnell herbekommen? Eva, sieh mich an. Eine Kollegin von dir hat vorhin so eine Andeutung gemacht, dass du dich prostituierst. Sag mir, stimmt das? Wieso willst du denn unbedingt wissen, wo das Geld her ist? Wichtig ist doch nur, dass es dir gut geht. Nein, Eva. Es ist genauso wichtig zu wissen, wie es dir geht. Und der Gedanke, dass du meinetwegen mit irgendwelchen Männern... Mama! Frau Baumann, entschuldigen Sie, dass ich mich einmische, aber ich glaube, ich muss das aufklären. Ansgar, halt dich da raus. Nein. Ihre Tochter hat sich nicht prostituiert. Dass es zu diesen absurden Verleumdungen gekommen ist, ist ganz allein meine Schuld. Sie? Ich habe Eva das Geld für ihr Therapiezentrum gegeben, als Geschenk. Das hat offensichtlich hier in der Firma die Runde gemacht, deswegen kam es zu diesen Gerüchten. Aber warum? Ich habe ihre Tochter nicht bezahlt. Ich habe ihr das Geld gegeben, weil ich sie liebe. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Dann pass mir gut auf unsere Martha in Berlin auf, ja? Ein vertrauenswürdiger Mensch. Martha, komm mal her, lass dich drücken, bevor es auf die weite Reise geht. Onkelchen, wenn du Scheiß baust. Und denke mal an das, was ich dir gesagt habe. Mach ich. Muss jemand zuschauen? Ach Mann, ich will immer noch nicht, dass du gehst. Wir telefonieren, ja? Ja. Ja. Tschüss. Danke für dich auch. Oh. Vielen Dank euch allen, dass ihr mir Mut gemacht habt und immer da wart, wenn ich euch gebraucht habe und obwohl ich so viel Mist gebaut habe. Okay.
Ja, Martha. Ja, ihr könnt euch ruhig umarmen. Alles Gute. Okay, stopp. Oh Gott. Ich werde dich vermissen. Ich hab dich so lieb. Martha, viel Erfolg. Vergiss es nicht. Lass uns mal. Was? Martha, Ja. Oh! Mach's gut. also viel Erfolg. Umarm mich nicht. Was ist mit der Puppe? Brauchst du nicht mehr? Ja. Ich muss doch mit. Ja. Noch Platz? Ja. Meldet euch, wenn ihr da seid, ja? Tschüss. Ein bisschen eng hier. Also mir liegt's nicht. Ich brauche mich schon ganz klein. Ich finde, 3 Leute sind zu viel. Anhalten. Ja? Geht doch. Machen Sie jetzt. Geht doch. My endings keep me from you again. Crack through the grit, look up at what you've touched. Hiding yourself in the wrong place for love. Dass du am Boden lagst. Was war denn überhaupt los? I